Eine Trauung mitten im Wald. Ja, und du musst zugeben, als der Standesbeamte aufgetaucht ist, hast du im Moment echt Panik bekommen. Ich wusste gar nicht, dass Christian und Olli ein zweites Mal heiraten. Du? Was, ich? So, los, lass uns jetzt Schnitzel suchen. Wo sind die verdammten Schnitzel? Da lang. Schöne Idee eigentlich. Das mit der Heirat in der Hütte. Ich dachte eigentlich immer, du stehst auf diesen Kleinbürger-Quatsch. Schloss, weiße Kutsche, alles pseudo-edel und pompös. Das habe ich nun wirklich hinter mir. Bei meiner nächsten Hochzeit bin ich ganz flexibel. Ihr habt wirklich was verpasst. Oh ja, wir waren im Schneiders auf der Hochzeitsfeier von Christian und Olli. Das war echt der Hammer, obwohl die beiden gar nicht da waren. Ja, die haben sich nämlich in einer Waldhütte trauen lassen. Ich weiß, wir waren die Trauzeugen. Naja, jedenfalls war das echt eine schwere Geburt mit Christian und Olli. Aber jetzt sind die beiden ja wieder zusammen. Ja, wer hätte das gedacht, nach allem, was die beiden durchgemacht haben? Ich meine, die waren eine Ewigkeit nicht zusammen, oder? Beide hatten was Neues am Start. Ich glaube, eine große Portion Leiden gehört immer dazu. Den beiden wird schon nicht langweilig werden in der Waldhütte. Olli, jetzt mache ich mir aber wirklich Gedanken. So groß kann die Leidenschaft nicht sein, wenn du wieder frisch verheiratet deine Tante anrufst. Da haben Sie recht. Ja, das war Emilio, der findet das auch. Jetzt genießt doch endlich mal eure Hochzeitsnacht. Ach, das habt ihr schon. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ja, wir haben auch ohne euch gefeiert. Emilio hat einen Strip hingelegt, sage ich dir. Ja, beinahe. Ja, das macht er bestimmt gerne. Also jetzt genießt mal noch euren Hochzeitstag, ja? Ciao. So, wir feiern natürlich nach, wenn die beiden zurück sind. Ich feiere sehr gerne. Olli hat auch schon eine Idee, was du ihnen schenken könntest. Ich habe da gar nichts, was denen gefallen könnte. Oh. Nee, Frau Schneider. Also ich schäle gerne 3 Tonnen Kartoffeln, schnippel Zwiebel, bis der Arzt kommt. Aber auch ich habe meinen Stolz. Ich mach das nicht. Aha, schade, Sie hätten der Star im Schneiders werden können. Danke, Verzicht. Musste das ja alles so ausquatschen? Was soll diese dämliche Heimlichtuerei? In 2 Wochen ist die Verhandlung, da weiß die ganze Welt, dass Marlene vergewaltigt wurde. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nimmst du denn Hilfe in Anspruch? Ich meine, psychologische Hilfe? Sie war mal in so einer Gruppe, die hatten so ein Konzept. Nennt sich Resouveränisierung. Das ist doch alles Bullshit! Nein, ist es nicht. Das bedeutet, dass das Opfer die Kontrolle über sein eigenes Handeln zurückgewinnen muss. Dieser Alexander ist wieder in der Stadt. Das heißt, sie kann ihm jeden Moment begegnen. Das wusste ich nicht. Dann weißt du es jetzt. Entschuldige bitte, Alexander. Könntest du die Straßenseite wechseln? Ich bin gerade mitten in der Resouveränisierung und dein schäbiges Grinsen gefährdet meinen therapeutischen Fortschritt. Was sie braucht, ist Power. Sie brauchen einen Selbstverteidigungskurs. Ich habe sowas mal geleitet während des Studiums. Seht ihr? Er weiß es erst seit 40 Sekunden und er hat das Problem besser erkannt als ihr beiden. Du bist ihre Schwester. Mach ihr deutlich, dass sie Mut und Selbstvertrauen braucht. Vielleicht ist es noch ein bisschen früh für Sie. Vielleicht? Es ist definitiv noch zu früh für Sie. Ich sag dir jetzt mal was. Wenn man ihr jetzt nicht hilft, dann resouveränisiert sich deine Schwester noch, wenn sie alt und grau ist. Also lässt du sie jetzt hängen oder nicht? Meinst du sowas wie Karate? Zum Beispiel? Warum nicht? Ist es das mit dem Kranich? Ja, unter anderem. Als Alexander so plötzlich im Tonstudio aufgetaucht ist, da hatte ich sogar Pfefferspray in meiner Handtasche und konnte es nicht benutzen. Was soll ich da bitte mit Karate? Bei den asiatischen Kampfkünsten geht es nicht... mal, Christian, aber hast du Marlene mal gefragt, was sie davon hält, mit Gott weiß wem ihre Probleme zu teilen? In 2 Wochen ist der Prozess. Wie geheim denkst du denn, geht's danach noch zu? Jetzt hör doch erst mal, was Christian zu sagen hat. Okay.
Okay, ich höre. Also, es geht nicht darum, sich effektiv zu prügeln. Sondern? Derjenige, der mit seinem Geist, Tristan, und das könnte dich auch interessieren, im Reinen ist, der gewinnt den Kampf. Übrigens jeden Kampf. Möglicherweise auch ein Prozess. Aber was bringt mir das denn, wenn ich einfach nur Angst habe? Angst ist eine Energie, die man positiv nutzen kann. Und? Deine innere Ruhe, die macht den Gegner nervös. Und dadurch macht er Fehler. Und diese Fehler, die führen schlussendlich dazu, dass du gewinnst. Und wie erlangt man als totale Anfängerin in ein paar Tagen die innere Ruhe? Ich habe einen Spruch gehört. Auch wer eine Reise um die Welt machen will, muss irgendwann den ersten Schritt tun. Okay, dann mach mir eben den Kranich. Non vivo più, non voglio più l'amore, perché l'amore vuol dire amare solo te. Voglio soffrire, soffrire tu, odiare, dimenticare cosa sei stata per me. Okay, Mädels. Fertig? Dann los. Stopp, 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 stopp. Marleen, du stehst ja wie ein nasser Waschlappen. So fühle ich mich auch. Ja, was hab ich dir gesagt? Du bist der Baum und nimm dir die Energie über die Wurzeln. Das sind deine Wurzeln. Also, stell dich richtig hin. Okay. Dich hinstellen. So. Und jetzt Arme hoch, du nimmst dir deinen Bereich und passt hier drauf auf. Okay. Okay. Dann? Nochmal. Alles klar. Stopp! Und jetzt? Darum geht's, verstehst du? Sehr gut. Sehr gut. Das ist dein Bereich, du hast sie nicht da reingelassen. Perfekt. Gut. Und jetzt stellst du dir vor, dass sie der Typ ist, der dir das angetan hat. Und du reagierst. Okay? Wurzeln. Kraft. Okay. Oh Gott, tut mir leid, entschuldige. Oh, ich glaube, ich habe deine Wurzeln gespürt. Das wollte ich nicht, tut mir leid. Das war ich. Das war wirklich ich. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Klasse. Hey, heute 14:30 spielt Deutschland. Wow, da freue ich mich seit Tagen drauf. Ich werde gleich die Fahnen hissen. Sag mal, du, Olli, bist doch vom Fach. Hast bestimmt den richtigen Riecher. Wer von den Jungs ist denn schwul? Ich als Erster meiner Art werde mich dazu nicht äußern. Hör auf deinen eigenen Riecher. Aber wir schauen das Game, oder? Wir dreimal eine SMS nach Paris geschickt und auf die Mailbox gelabert. Nix. Dabei müsste sie längst wieder in Düsseldorf sein. Du hast sie hinterher telefoniert? Und gebettelt? Quatsch, ich habe ihr nur vorgeschlagen, dass wir wieder bei Null anfangen. Also ich will dir ja nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber Helena ist da wie ein 1000 Jahre alter Elefant. Die fängt nicht so mir nichts, dir nichts bei Null an. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Sondern? Naja, da wird vorher alles durchleuchtet, abgewogen und gecheckt. Wenn du Pech hast, musst du zum Therapeuten. Ich hatte ja gehofft, dass sie sich meldet. Dann hätten wir das zusammen durchleuchten und abchecken können. Hey, Halbgott in Weiß, ruf sie doch einfach an. Viel hilft viel. Wenn eine Frau auf Distanz geht, dann bin ich manns genug, das zu akzeptieren. Leute, ihr zieht ein Gesicht, das ist fast geschäftsschädigend. Ja. Zwei Menschen, die sich lieben. Ist wirklich selten heutzutage. Oh Mann.
Also bevor du hier total in Selbstmitleid versinkst, komm, wir schauen uns das Spiel an, fressen Chips und machen Homoraten. Nee, ich bleib hier. Gut, dann bleibe ich auch hier. Warum? Ja, aus Solidarität unter zwei Brüdern, die von derselben Frau verarscht wurden. Also Dr. Fritscher hat heute keinen Dienst. Ja, verstehe. Danke, Sibylle. Hey, ich habe eine Stunde Zeit. Welches Pferd gibst du mir? Magst du es eher sportlich oder entspannt? Beides. Und, wie war's in Paris? Ach du, schön. Leider viel zu kurz. Ach komm, so schlimm ist Düsseldorf auch nicht. Nee, aber die Düsseldorfer. Mann, Daniel. Ich versteh's einfach nicht. Erst meldet er sich andauernd, ruft mich in Paris an, spricht mir ewig lang auf die Mailbox und jetzt, wo ich ihn treffen will, taucht er ab. Hast du mit ihm geredet? Ja, Mailbox, kein Rückruf. Und Dienst hat er angeblich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, wie das läuft. Sibylle, heute bin ich für Helena von Landstein nicht erreichbar. Kann er mir doch persönlich sagen, wenn er mich nicht sehen will, oder? So ein Quatsch. Er ist wirklich nicht in der Klinik. Ich habe ihn gerade noch im No Limit sitzen sehen. Und warum ruft er nicht zurück? Wir Männer fummeln nicht pausenlos an unserem Handy rum, so wie ihr. Wir sind froh, wenn es mal nicht piept. Hey, ich höre manchmal tagelang meine Mailbox nicht ab. Außerdem, warum bist du in Paris nicht ans Handy gegangen? Hm? Weil ich nachdenken musste. Also du meinst, ich sehe Gespenster? Ruf ihn doch am besten noch mal an, dann findest du's raus. Pass auf, ich gebe dir am besten Gigolo. Den musst du zwar ein bisschen härter rannehmen, aber damit kommst du doch klar, oder? Na gut, dann rufe ich ihn eben noch mal an. Und wenn er Lust hat, heute Abend, dann... Naja, ich glaube, daraus wird nichts. Erst mit Andi Fußball gucken. Was? Ja, irgend so ein Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein. Klar, ist natürlich wichtig. Gut, dann nehme ich eben Gigolo hart dran. Es geht nicht um mich, es geht um Timo. Was hat er gesucht? Informationen über seinen leiblichen Vater. Ich habe mal geschaut. Ich habe, soweit ich weiß, das einzige noch existierende Foto von ihm. Ja, und? Naja, er will mehr über seinen Vater wissen. Wer er war, wie er aussah, was passiert ist. Ja, aber ist doch verständlich, das wird jeder wollen. Ja, das ist ja mein Problem. Ich verstehe es auch. Timo ist sehr unglücklich. Aber ich weiß doch gar nicht, was ich damit lostrete, wenn ich ihm das Foto schicke. Womöglich nimmt er sogar die Spur von Tanja auf. Und dann kann es unangenehm werden. Olli, mehr als das. Lebensgefährlich. Du weißt, diese Frau ist zu allem fähig, wenn man sie in die Enge treibt. Die Frage ist trotzdem, ob das ausreicht, ihm das Foto vorzuenthalten. Wie meinst du das? Na, er kann sich darin erkennen. Außerdem kann er Abschied von jemandem nehmen, der ihm sehr nah war, den er aber nie kennengelernt hat. Ja. Aber wenn genau das dazu führt, dass er noch mehr über ihn erfahren will? Ach, Charlie, du hast selbst mal gesagt, man kann die Menschen nicht davor beschützen, ihr Leben zu leben. Sowas habe ich gesagt? So, Mümmel, Wachablösung. 10 Minuten zu spät. Beschwer dich bei deinem Chef. Und, schmeckt dir mein Cocktail? Ich habe heimlich geübt. Ja, das schmeckt man. Aber eine Sache fehlt noch. Temperament. Und das hast du gepachtet. Wurde mir in die Wiege gelegt. Das will ich sehen. Was jetzt? Mein Können als Cocktailmixer? Damit können wir mal anfangen. Olli, kann Emilio mir zeigen, wie er einen Mai Tai mixt? Wenn ihr mir einen mitmacht. Komm. Weißer Rum, brauner Rum, Triple Sec. Minze? So fruchtig und voller Leidenschaft.